Wenn mir dann einer sagt, ja, aber jetzt 50.000 Euro Kredit aufnehmen, ich weiß ja nicht, ob es dann nachher klappt. Das ist der Gleiche, der mir vorher erzählt hat, boah, das ist die ultimative Idee, das wird zu groß. Dann denke ich immer, ja, dann nimm doch bitte 50.000 Euro Kredit. – 95% aller Startups scheitern an diesem Fehler. Ja, so hätte gerne mein Team, dass ich dieses Video anmoderiere. Aber in Wirklichkeit ist das Tag 7 der Startup-Woche. Und wenn du die ersten 6 Videos nicht gesehen hast, 3 Videos im Kanal von Felix, 3 Videos in meinem Kanal. Alle Videos sind verlinkt irgendwo rund um dieses Video. Dann guck dir das an, wenn das für dich passt, weil du ein Gründer bist, weil du ein Startup hast oder weil du noch nicht so lange im Markt bist und ein paar gute Tipps haben willst. So, Felix, du warst der Coach der Startups, die in der Höhle der Löwen dann sich präsentieren durften. Das heißt, du hast in Summe wie viele Startups gesehen, die da hingelaufen sind? Also ich glaube, ich habe es 4 Staffeln gemacht und würde jetzt mal roundabout sagen, pro Staffel waren es vielleicht 100. Wow, 400 Pi mal Daumen, 400 Startups. Und was waren jetzt die 1, 2, 3 größten Fehler, die gemacht haben und was können unsere Zuschauer davon lernen? Super gerne. Also einer der ersten Punkte, die ich mal davon benutzen würde, ist nicht genug Kohle. Also das klingt total, wir leben ja in so einer Zeit, im Zeitalter, wo man sich relativ schnell und einfach selbstständig machen kann. Ich kann relativ schnell ein Online-Business aufbauen. Es gibt diesen berühmt-berüchtigten Ausdruck zu bootstrappen. Also ich arbeite einfach nur mit dem, was ich habe oder vielleicht auch mit gar nichts und versuche daraus eine richtig große Sache zu machen. Das ist so ähnlich wie, als würdest du dir vorstellen, du willst bei einem Formel-1-Rennen mitfahren und du hast Geld für eine Frontstoßstange von einem VW Lupo. Dann kannst du sagen, hey geil, das baue ich jetzt auf, ich laufe die ganze Zeit nebenher und gucke mir die dicken Formel-1-Wagen an. Und eine Erfahrung, die ich echt gemacht habe, ist, wenn du Produkte vermarkten willst, wenn du Produkte groß machen willst, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du Umsatz machen willst, was auch immer wir jetzt als Synonym brauchen, dann musst du das Ding bekannt machen. Du musst Marketing machen etc. Entweder bist du die kreativste Person aller Zeiten, du bist der großartigste Vertriebler, den die Welt je gesehen hat. In den meisten Fällen wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, leider keins davon. Dementsprechend brauchst du Reichweite, brauchst du Aufmerksamkeit, die du wahrscheinlich selber gar nicht hast am Anfang. Und wenn du selber keine Aufmerksamkeit und keine Reichweite hast, dann musst du sie dir ganz häufig kaufen. Und das, was du dir kaufst, kostet Geld und dafür brauchst du eben Geld. Deswegen ist eine ganz große und ganz einfache Regel meistens, dass du am Anfang dir ausreichend Kapital, über welchen Kanal auch immer, wir haben ja über Investoren und über Pitchen gesprochen, besorgen solltest, um eben deine Idee bekannt zu machen und groß zu machen. Viele Leute haben coole Ideen und es scheitert einfach genau an diesem Punkt und da würden diese 95%, was du eben am Anfang gesagt hast, eigentlich ganz gut passen. Es scheitert einfach daran, dass die Leute nicht ausreichend Kapital zur Verfügung haben, auch keinen Bock haben, zur Bank zu gehen, keine Lust haben, mit Investoren zu reden, zu pitchen und irgendwie fast schon in eine Battle-Atmosphäre zu kommen, ausreichend Geld zu besorgen und meistens einfach nicht genug haben. Und wenn du keine Kohle hast, kannst du das Ding nicht polieren, kannst keine Werbung draufschalten, kannst es nicht bekannt machen, dann wird es nie einer sehen, wird nie einer kaufen und du wirst auch nicht erfolgreich. Ja, erlebe ich seit einigen Monaten. Da gibt es einen neuen Anbieter im Social-Media-Bereich. Mega coole Idee, aber die beiden Gründer haben nicht genug Geld, da wirklich mal Werbedruck drauf zu schalten. Das ist rein organisches Wachsen, was aber mega langsam ist. Ja. Obwohl es so eine geile Idee ist. Ja, das, keine Ahnung, ob ein Wunder passiert, ob ein Großer das jetzt kauft und dann pusht. Aber im Moment ist das echt traurig. Ja, und das ist halt sowas, wo du halt manchmal denken könntest, es wäre so lohnend, das zu machen. Es gibt so viele Wege, Kapital aufzunehmen, egal über Banken oder sonst was. Und bei mir ist es zum Beispiel immer so, wenn mir dann einer sagt, ja, aber jetzt 50.000 Euro Kredit aufnehmen, ich weiß ja nicht, ob es dann nachher klappt. Das ist der Gleiche, der mir vorher erzählt hat, boah, das ist die ultimative Idee, das wird zu groß. Dann denke ich immer, ja, dann nimm doch bitte 50.000 Euro Kredit auf. Also entweder bist du davon überzeugt, der Dirk hat in einem vorigen Video über den Abenteurer gesprochen, entweder bist du überzeugt, dich auf dieses Abenteuer einzulassen
Oder, und das klingt jetzt vielleicht hart, oder du willst einfach nur ein bisschen spielen. Du willst Unternehmer spielen, du willst sagen, hey, ja, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich sehe so viele Leute bei Social Media, die groß sind und die was Tolles haben und so ein schönes, tolles Leben auf Bali haben. Aber dann musst du auch bereit sein, da eben ins Risiko zu gehen. Und das ist halt so ein Punkt, den ich relativ häufig wahrnehme. Ganz schlechte Überleitung zum zweiten großen Grund, warum es ganz häufig nicht klappt, ist, es braucht keiner. Also das, was ich mache, braucht kein Mensch. Ich bin jetzt Veganer und sage so, ich bin jetzt Veganer, ich mache eine vegane Restaurantkette auf für Veganer, die genauso wie ich glutenintolerant sind, eine Laktoseallergie haben und für die, keine Ahnung, 0,02% der deutschen Bevölkerung baue ich jetzt eine riesige Restaurantkette auf. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt und manchmal auch ganz einfach ist, das braucht gar keiner. Jetzt gibt es natürlich Produkte, die trotzdem funktionieren, weil sie gut vermarktet werden, obwohl man sie vielleicht gar nicht sozusagen braucht. Aber darüber nachzudenken hier, und das ist der Fehler, es so früh wie möglich zu testen, in einer ganz frühen Phase hinzugehen und zu sagen, ich teste einfach mal, ob das klappt. Mache eine Landingpage, ich schalte mal ein bisschen Werbung und guck mal, ob überhaupt jemand darauf reagiert, ob das jemand annimmt. Viele sitzen im Keller, sind tagelang, stundenlang an Ideen am Feilen, am Machen, was können wir noch dazu packen, was könnte noch da rein, wie könnte das noch, komm, wir machen das immer besser. Obwohl sie eigentlich schon nach 2 Wochen mit der Erstvariante, MVP nennt man das, an den hätten Start gehen können und dann vielleicht sogar rausgefunden hätten, okay, das Pferd wird niemals rennen. Das Pferd wird niemals rennen. Und wenn ich dann an den Start gehe und das so ein bisschen teste, das ist ja auch das, was man so unter Lean Startup versteht, ganz schlank einfach mal hinzugehen. Ich mache mal ein Beispiel. Beim lieben Dirk gibt es weiße Schokobons. Jetzt gab es vorher bekanntlich braune Schokobons. So, jetzt hätte ich halt hingehen können und hätte sagen können, die braune Schokobons, die funktionieren, also Schokobons funktionieren. Jetzt mache ich mal weiße, rote, blaue, grüne, schwarze, keine Ahnung was, alle Schokobonfarben, die es gibt. Oder ich sage, mach mal erstmal ganz schlank, probieren mal eine andere Sorte. Neben brauner Schokolade wird wahrscheinlich am ehesten funktionieren weiße Schokolade, also gehen wir mal hin und testen mal, weiße Schokolade zu machen. Auch das ist so ganz häufig was ich so merke, wenn Startups an den Start gehen, direkt mit so einem riesigen Produktportfolio. Ich habe die Bezahlvariante, ich habe das Produkt, wo man erstmal sagen kann, lass doch mal eine Sache, probier doch erstmal diese eine Sache, guck mal das, wo du selber denkst, das ist so das kleine Highlight, damit gehe ich an den Start und versuche damit an den Start zu gehen und dann funktioniert es vielleicht auch. Cool. Das sind die 3. Nee, das war das zweite. Das war das zweite. Jetzt kommt dritte. Das nächste, muss man ehrlich sagen, das geht dann genau in deinen Themenbereich, ist, wer kann heute noch Vertrieb? Also wenn ich so denke, immer Großvater ist so von Tür zu Tür gegangen und hat Heizungsanlagen verkauft. Ich muss immer daran denken, in meinem Studium habe ich Vertrieb für so eine Fitnesskette gemacht. Da kam mein Chef irgendwann rein und sagte, pass auf, ich habe für dich 50.000 heiße Leads. Ich wurde nach Provision bezahlt. Ich im Studium gedacht, geil, endlich kannst du dir den dicken BMW kaufen. Ich habe 50.000 heiße Leads, die alle bei uns trainieren wollen. Du musst die nur noch anrufen. Ich hatte kein Problem mit Telefonieren. Sagte ich, her die Liste, woher hast du die? Dann legte der mir, der Telefonbuch der Stadt, legte der mir dahin. Und dann sagte ich so, ja, welche sind davon heiß? Ja, alle. Jeder will hier eigentlich trainieren. Du musst es ihm nur richtig verkaufen. Das war so ein Todesverkäufer. Und ich natürlich irgendwie noch so mit Anfang 20, ach du Schande, jetzt rufst du da alle Leute an. Aber das war für mich eine so dermaßen harte Schule, weil der kam jeden Tag rein und fragte, wo bist du denn dran beim Alphabet? Ich kam mir vor wie so ein Schüler, der so, und dann wirklich, wie viele hast du angerufen? Wie viele kommen vorbei? Wie viele hast du abgeschlossen? Also die härteste Vertriebsschule, die ich jemals gemacht hatte. Total netter Typ, aber immer am Ende des Tages, sag mal, wie viele hast du heute angerufen? Wie viele kommen vorbei? Und hat die Zahlen alle so aufgeschrieben. Und dann ging es darum, dass ich diese Quote sozusagen verbessere. Ich hatte wie so einen Todeslehrer, der hier oben immer drauf saß. Aber wenn ich mit Startups oder mit Gründern spreche, dann ist häufig, es gibt Angst vor Vertrieb. Es ist, wie du es ja auch oft sagst, oh Gott, es ist was ganz Böses, etwas zu verkaufen. Du möchtest etwas, oh Gott, du drehst mir etwas an. Und darum ist es da so wichtig. Entweder bist du der geborene Verkäufer, wo ich ehrlich sagen muss, dass nach meiner Auffassung das die wenigsten sind. Entweder du suchst dir den geborenen Verkäufer oder du wirst zum geborenen Verkäufer. Und jetzt sind wir gespannt, was ist dein Feedback? Und mich interessiert natürlich, gibt es andere Themen, aus denen wir mal eine komplette Woche machen könnten? Ja? Also, ich freue mich über die Kommentare, bin gespannt, was das Feedback ist.
Geht auf den Kanal von Felix, guckt euch an, was er macht. Er ist sehr stark auf LinkedIn, sehr stark auch bei Instagram und natürlich bei YouTube. Also, in dem Sinne, vielen Dank, fette Beute und viel Erfolg.